Hallo, willkommen. Schön, dass du hier bist. Heute nehmen wir uns wieder Zeit. Zeit für Deutsch. Zeit für den Alltag. Zeit für kleine Wörter, wichtige Wörter, praktische Wörter. Du musst nichts perfekt können. Du musst nichts auswendig lernen. Du musst einfach nur da sein. Da sein. Das bedeutet anwesend sein, hier sein, ruhig sein, zuhören. Heute sprechen wir über den Alltag in Deutschland. Alltag. Das ist das normale Leben. Nicht Urlaub. Nicht besondere Tage. Nicht große Feste. Sondern Montag, Dienstag, Mittwoch. Aufstehen. Losgehen. Bahn fahren. Einkaufen. Einen Termin haben. Einen Brief lesen. Eine Frage stellen. Zur Kasse gehen. Eine Tasche tragen. Nach Hause kommen. Kleine Dinge. Aber kleine Dinge sind wichtig. Sehr wichtig. Denn aus kleinen Dingen besteht das Leben. Für viele Ausländer in Deutschland sind nicht nur große Themen schwer. Nicht nur Arbeit. Nicht nur Wohnung. Nicht nur Arzt. Auch kleine Dinge können schwer sein. Bus fahren. Ein Ticket kaufen. An der richtigen Haltestelle aussteigen. Im Supermarkt das richtige Produkt finden. An der Kasse bezahlen. Einen Automaten benutzen. Einen Brief verstehen. Einen Termin nicht vergessen. Einen Laden finden. Am Sonntag merken, der Supermarkt ist geschlossen. Geschlossen, nicht offen, zu. Das alles gehört zum Leben in Deutschland. Vielleicht bist du neu in Deutschland. Vielleicht kennst du schon einige Dinge. Vielleicht kannst du schon einkaufen. Vielleicht kannst du schon mit der Bahn fahren. Aber du fühlst dich trotzdem manchmal unsicher. Unsicher bedeutet nicht ganz sicher. Du fragst dich, ist das richtig? Darf ich hier stehen? Muss ich ein Ticket kaufen? Wo entwerte ich das Ticket? Entwerten. Das bedeutet, ein Ticket gültig machen. Gültig bedeutet erlaubt, offiziell, nutzbar. Welche Kasse ist offen? Muss ich eine Tüte kaufen? Warum ist der Laden am Sonntag zu? Warum spricht der Kassierer so schnell? Das ist normal. Normal bedeutet, das passiert vielen Menschen. Wenn man in einem neuen Land lebt, muss man den Alltag neu lernen. Alltag neu lernen. Das klingt einfach, aber es kostet Kraft. Kraft bedeutet Energie. Manchmal denkst du, ich bin erwachsen. Ich konnte in meinem Land alles allein machen. Ich konnte einkaufen. Ich konnte Bus fahren. Ich konnte fragen. Ich konnte lachen. Und jetzt? Jetzt fühle ich mich wieder wie ein Anfänger. Anfänger. Eine Person am Anfang. Das ist kein schönes Gefühl. Aber es ist kein schlechtes Zeichen. Es bedeutet nur, du bist in einer neuen Umgebung. Umgebung. Alles um dich herum. Neue Sprache. Neue Regeln. Neue
Wege, neue Schilder, neue Gewohnheiten. Heute gehen wir langsam durch diesen Alltag. Wir beginnen mit dem Weg aus dem Haus. Dann sprechen wir über Bus und Bahn. Dann über Bahnhöfe, Tickets, Kontrolle und Verspätung. Danach gehen wir in den Supermarkt. Wir sprechen über Produkte, Preise, Kasse, Pfand, Tüten und Öffnungszeiten. Dann sprechen wir über Drogerie, Bäckerei, Apotheke und Post. Danach sprechen wir über Briefe, Termine und kleine Organisation. Und immer wieder sprechen wir darüber, wie du Deutsch dafür lernen kannst. Nicht trocken, nicht schwer, sondern praktisch. Mit echten Sätzen. Mit Sätzen, die du wirklich brauchst. Atme ruhig. Mach es dir bequem. Bequem bedeutet angenehm, entspannt. Lass die Wörter kommen. Manche Wörter kommen wieder. Das ist Absicht. Absicht bedeutet, ich mache es mit einem Grund. Wiederholung hilft. Wiederholung bedeutet etwas mehrmals hören. Wenn du ein Wort oft hörst, wird es vertraut. Vertraut bedeutet bekannt, sicher, nicht mehr fremd. Und genau das brauchen wir im Alltag. Vertraute Wörter, vertraute Sätze, vertraute Situationen. Stell dir vor, du wachst morgens auf. Ein normaler Tag in Deutschland beginnt. Du hast vielleicht einen Termin. Eine feste Zeit. Vielleicht musst du zur Sprachschule. Sprachschule. Ort zum Deutschlernen. Vielleicht musst du zur Arbeit. Vielleicht musst du einkaufen. Vielleicht musst du zur Bank. Bank. Ort für Geld und Konto. Vielleicht musst du einfach nur in die Stadt. Stadt. City. Du stehst auf. Du schaust aus dem Fenster. Fenster. Window. Das Wetter ist grau. Grau. Nicht hell, nicht dunkel, sondern grau. Vielleicht regnet es. Vielleicht Regen. Wasser vom Himmel. In Deutschland regnet es manchmal plötzlich. Plötzlich bedeutet auf einmal. Du ziehst dich an. Anziehen. Kleidung an den Körper machen. Du nimmst eine Jacke. Jacke. Vielleicht auch einen Schal. Schal. Für den Hals. Du nimmst deine Tasche. Tasche. Bag. Was brauchst du? Handy. Schlüssel. Geldbörse. Karte. Ticket. Vielleicht Regenschirm. Regenschirm. Umbrella. Vielleicht Kopfhörer. Kopfhörer. Headphones. Vielleicht eine Einkaufstasche. Einkaufstasche. Tasche für Einkäufe.
In Deutschland ist es gut, eine eigene Tasche mitzunehmen. Mitnehmen bedeutet etwas bei sich haben. Denn Tüten im Supermarkt kosten oft Geld. Tüte, Bag, Plastiktüte oder Papiertüte. Eine eigene Tasche spart Geld. Sparen. Weniger Geld ausgeben. Du gehst zur Tür. Tür. Door. Du schließt ab. Abschließen. Mit dem Schlüssel schließen. Schlüssel. Key. Du gehst hinaus. Hinausgehen. Nach draußen gehen. Draußen ist die Luft kalt. Kalt. Nicht warm. Du atmest ein. Atmen. Breathe. Du gehst zur Haltestelle. Haltestelle. Ort, wo Bus oder Straßenbahn hält. Haltestelle. Ein wichtiges Wort. Bus hält an der Haltestelle. Straßenbahn hält an der Haltestelle. Du wartest an der Haltestelle. Warten. Wait. An der Haltestelle gibt es ein Schild. Schild. Ein Zeichen mit Information. Auf dem Schild steht eine Nummer. Linie 5. Linie 12. Linie 24. Linie. Buslinie oder Bahnlinie. Eine Linie hat eine bestimmte Strecke. Strecke. Weg von einem Ort zum anderen. Du schaust auf den Fahrplan. Fahrplan. Plan für Bus und Bahn. Dort steht, wann der Bus kommt. Wann? Um 8:12 Uhr. Um 8:20 Uhr. Um 8:35 Uhr. Die Uhrzeit ist wichtig. Uhrzeit. Time. Vielleicht zeigt eine digitale Anzeige die Minuten. Anzeige. Display. Dort steht 3 Minuten. 7 Minuten. 12 Minuten. Dann kommt vielleicht ein Wort. Verspätung. Verspätung bedeutet, etwas kommt später. Der Bus kommt nicht pünktlich. Pünktlich bedeutet zur richtigen Zeit. Verspätung ist in Deutschland normal, auch wenn Deutschland oft als pünktlich gilt. Gilt als bedeutet, viele Menschen denken das. Busse und Bahnen können trotzdem zu spät sein. Zu spät. Later than planned. Du stehst da und wartest. Vielleicht verstehst du die Anzeige nicht. Vielleicht steht dort, fällt aus. Ausfallen. Das bedeutet, der Bus oder Zug kommt gar nicht. Fällt aus. Das ist ein wichtiges Wort. Wenn ein Zug ausfällt, musst du eine andere Verbindung suchen. Verbindung. Eine Möglichkeit, von A nach B zu fahren. Verbindung mit Bus. Verbindung mit Bahn. Verbindung mit Umstieg. Umstieg. Wechsel von einem Verkehrsmittel in ein anderes. Verkehrsmittel. Bus, Bahn, Auto, Fahrrad. Alles, womit man sich bewegt. Wenn der Bus kommt, steigst du ein. Einsteigen. In den Bus gehen.
Manchmal steigst du vorne ein. Vorne. Am Anfang des Busses. Manchmal kannst du überall einsteigen. Das hängt von der Stadt ab. Hängt ab bedeutet, es ist unterschiedlich. In manchen Städten musst du dein Ticket beim Fahrer zeigen. Fahrer. Person, die den Bus fährt. In anderen Städten kontrolliert niemand beim Einsteigen. Aber du brauchst trotzdem ein gültiges Ticket. Gültig. Offiziell erlaubt. Kein gültiges Ticket kann teuer werden. Teuer. Expensive. Ticket. Fahrkarte. Beides bedeutet ähnlich. Ein Ticket erlaubt dir, mit Bus oder Bahn zu fahren. Es gibt Einzelticket. Ein Ticket für eine Fahrt. Tageskarte. Ein Ticket für einen Tag. Monatskarte. Ein Ticket für einen Monat. Deutschlandticket. Wie? Ein monatliches Ticket für viele öffentliche Verkehrsmittel in Deutschland. Öffentliche Verkehrsmittel. Bus, Straßenbahn, U-Bahn, S-Bahn, Regionalzug. Nicht immer Fernzug. Fernzug. Zug für lange Strecken, zum Beispiel ICE oder IC. Eis. Schneller Zug. Dafür braucht man meistens ein Extraticket. Manchmal kaufst du das Ticket am Automaten. Automat. Maschine, die Tickets verkauft. Der Automat kann verwirrend sein. Verwirrend bedeutet confusing. Zu viele Knöpfe. Zu viele Zonen. Zone. Bereich. Tarifzone. Bereich für den Preis. Du fragst dich, welche Zone brauche ich? Welche Preisstufe? Preisstufe bedeutet Preiskategorie. Kurzstrecke, Einzelticket, Tagesticket, Monatsticket, Erwachsene, Kind, Fahrrad, Fahrradmitnahme. Fahrradmitnahme bedeutet ein Fahrrad in Bus oder Bahn mitnehmen. Eine Lösung ist, lerne ein paar Ticketsätze. Welches Ticket brauche ich nach? Ist dieses Ticket hier gültig? Kann ich damit den ganzen Tag fahren? Muss ich das Ticket entwerten? Wo kann ich ein Ticket kaufen? Diese Sätze sind sehr nützlich. Nützlich. Useful. Du kannst sie am Automaten, beim Fahrer, am Schalter oder bei anderen Menschen benutzen. Schalter. Counter. Ort, wo eine Person dir hilft. Wenn du ein Ticket über eine App kaufst, prüfe es vor der Fahrt. Prüfen. Checken. Ist es gültig? Ab wann? Bis wann? Für welche Strecke? Strecke. Route. Manchmal muss man das Ticket vor dem Einsteigen kaufen. Nicht erst, wenn der Kontrolleur kommt. Kontrolleur. Person, die Tickets kontrolliert. Kontrolle. Ticketkontrolle. Wenn du kein gültiges Ticket hast, kann es eine Strafe geben. Strafe. Geld, das du zahlen musst, weil du eine Regel verletzt hast. Verletzen bedeutet hier nicht einhalten.
Eine Regel nicht einhalten. Im Bus suchst du einen Sitzplatz. Sitzplatz. Platz zum Sitzen. Vielleicht ist der Bus voll. Voll. Viele Menschen. Du stehst. Stehen. Nicht sitzen. Du hältst dich fest. Festhalten. Mit der Hand halten, damit du nicht fällst. Fallen. Auf den Boden kommen. Der Bus fährt los. Losfahren. Losfahren. Start moving. Er hält an der nächsten Haltestelle. Halten. Stoppen. Menschen steigen ein. Menschen steigen aus. Aussteigen. Den Bus verlassen. Du musst wissen, wo du aussteigen musst. Vielleicht sagt eine Stimme die Haltestelle an. Ansage. Information über Lautsprecher. Lautsprecher. Gerät für Ton. Vielleicht steht der Name auf einem Bildschirm. Bildschirm. Screen. Vielleicht gibt es keine Ansage. Dann musst du aufpassen. Aufpassen. Acht geben. Du kannst eine App benutzen. Die App zeigt, wann du aussteigen musst. Aber schaue auch aus dem Fenster. Fenster. Manchmal ist GPS ungenau. Ungenau. Nicht genau. Ein wichtiger Satz. Entschuldigung, muss ich hier aussteigen? Oder ist das die Haltestelle? Oder fährt dieser Bus zum Bahnhof? Bahnhof. Ort für Züge. Wenn du unsicher bist, frage früh. Früh. Nicht im letzten Moment. Letzter Moment. Ganz kurz vor dem Aussteigen. Frühfragen gibt Ruhe. Ruhe. Calm. Wenn du mit dem Zug fährst, ist der Bahnhof wichtig. Bahnhof. Ein Ort mit Gleisen. Gleis. Schienenbereich, wo der Zug hält. Gleis 1. Gleis 2. Gleis 8. Auf der Anzeigetafel stehen Informationen. Anzeigetafel. Große Anzeige im Bahnhof. Zugnummer. Ziel. Abfahrt. Gleis. Verspätung. Ausfall. Ziel bedeutet, wohin der Zug fährt. Abfahrt bedeutet, wann der Zug losfährt. Ankunft bedeutet, wann der Zug ankommt. Ankommen. Arrive. Am Bahnhof gibt es oft viele Menschen. Viele Geräusche. Laut. Koffer. Kinder. Fahrräder. Ansagen. Du musst ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Nicht in Panik kommen. Panik. Starke Angst. Suche zuerst dein Gleis. Gleis. Dann schaue, ist der Zug pünktlich? Pünktlich. Hat er Verspätung? Verspätung. Wurde das Gleis geändert? Geändert. Changed. Gleisänderung. Ein wichtiges Wort. Gleisänderung bedeutet, der Zug fährt von einem anderen Gleis ab. Hey,
Wenn du das nicht hörst, kannst du den Zug verpassen. Verpassen bedeutet zu spät kommen und den Zug nicht bekommen. Ein Satz am Bahnhof. Entschuldigung, fährt der Zug nach von diesem Gleis? Oder wurde das Gleis geändert? Oder wo ist Gleis 7? Diese Fragen sind kurz, klar, praktisch. Klar bedeutet leicht zu verstehen. Praktisch bedeutet, es hilft wirklich. Jetzt sprechen wir über Fahrradfahren. Fahrrad. Bike. In vielen deutschen Städten fahren Menschen Fahrrad. Fahrradfahren ist günstig. Günstig bedeutet nicht teuer. Es ist gesund. Gesund. Gut für den Körper. Aber es gibt Regeln. Fahrradweg. Ein Weg nur für Fahrräder. Manchmal rot markiert. Markiert bedeutet sichtbar gemacht. Wenn es einen Fahrradweg gibt, solltest du ihn benutzen. Auf der Straße musst du vorsichtig sein. Vorsichtig. Careful. Autos, Busse, Fußgänger. Fußgänger. Menschen, die gehen. Alles bewegt sich. Wenn du Fahrrad fährst, brauchst du Licht. Licht. Vorne und hinten. Besonders im Winter, wenn es früh dunkel wird. Dunkel. Nicht hell. Du brauchst vielleicht ein Schloss. Schloss. Lock. Fahrradschloss. Damit niemand dein Fahrrad stiehlt. Stehlen bedeutet etwas nehmen, das dir nicht gehört. Du solltest Verkehrsregeln beachten. Beachten bedeutet respektieren, einhalten. Ampel. Rot. Grün. Rot bedeutet stoppen. Grün bedeutet gehen oder fahren. Das ist einfach, aber wichtig. Jetzt kommen wir zum Einkaufen. Kommen, kommen. Einkaufen. Shopping, Groceries kaufen. Für viele Menschen ist der Supermarkt der erste Ort, an dem sie täglich Deutsch sehen. Supermarkt. Ein Laden für Lebensmittel. Lebensmittel. Essen und Trinken. Dort siehst du Schilder. Obst. Gemüse. Brot. Milchprodukte. Fleisch. Getränke. Tiefkühlkost. Tiefkühlkost bedeutet Essen aus dem Gefrierfach. Kasse. Ausgang. Pfandautomat. Angebote. Angebot bedeutet, etwas ist günstiger als sonst. Günstiger. Weniger teuer. Du nimmst einen Einkaufswagen. Einkaufswagen. Shoppingcart. Manchmal brauchst du eine Münze. Münze. Coin. 1 Euro oder 2 Euro. Oder einen Chip. Chip. Kleines Plastikstück. Du steckst die Münze hinein, der Wagen wird frei. Frei. Available. Nach dem Einkauf bekommst du die Münze zurück. Zurückbekommen. Wieder bekommen. Das ist normal. Oder du nimmst einen Einkaufskorb. Korb. Basket. Wenn du nur wenig kaufst, reicht ein Korb. Reichen bedeutet genug sein.
Du gehst durch die Gänge. Gang, Eisle. Links und rechts stehen Regale. Regal, Shelf. In den Regalen sind Produkte. Produkt, Thing for sale. Du suchst Milch. Milch. Du suchst Brot. Brot. Du suchst Eier. Eier. Du suchst Reis. Reis. Vielleicht findest du die Produkte nicht sofort. Das ist normal. Supermärkte sind unterschiedlich. Unterschiedlich. Nicht gleich. Du kannst fragen, Entschuldigung, wo finde ich Reis? Wo finde ich? Where can I find? Wo finde ich Zucker? Zucker. Sugar. Wo finde ich Waschmittel? Waschmittel. Detergent. Wo finde ich die Kasse? Kasse. Checkout. Diese Sätze sind sehr einfach und sehr nützlich. Wenn die Person antwortet, Gang 3, links. Gang 3. Aisle 3. Links. Left. Oder da hinten. Da hinten. Over there. At the back. Du folgst. Folgen. Follow. Du findest das Produkt. Finden. Find. Preise sind wichtig. Preis. Wie viel etwas kostet. In Deutschland steht der Preis am Regal. Manchmal ist der Preis pro Stück. Stück. One item. Manchmal pro Kilo. Kilo. Kilogramm. Manchmal pro 100 Gramm. Gramm. Manchmal gibt es Grundpreis. Grundpreis bedeutet Preis pro Kilo oder Liter, damit du Produkte vergleichen kannst. Vergleichen. Compare. Ein Produkt sieht billig aus, aber die Packung ist klein. Packung. Package. Der Grundpreis zeigt dir, was wirklich günstiger ist. Wirklich. Really. Angebot. Dieses Wort siehst du oft. Angebot bedeutet Special Price. Reduziert. Reduziert bedeutet billiger. Rabatt. Rabatt bedeutet Discount. Aber nicht jedes Angebot ist automatisch gut. Automatisch. Von selbst. Manchmal kaufst du etwas, nur weil es reduziert ist, obwohl du es nicht brauchst. Brauchen. Need. Dann sparst du nicht wirklich. Sparen bedeutet weniger Geld ausgeben. Ein guter Satz für dich selbst. Brauche ich das wirklich? Wirklich brauchen oder nur kaufen wollen? Want. In Deutschland gibt es verschiedene Supermärkte. Discounter. Discounter sind oft günstiger. Zum Beispiel Läden mit einfachen Regalen und niedrigeren Preisen. Supermärkte können mehr Auswahl haben. Auswahl bedeutet viele Möglichkeiten. Es gibt auch Bioläden. Bio. Produkte aus ökologischer Landwirtschaft. Oft teurer. Teurer. More expensive.
Es gibt internationale Läden. Dort findest du vielleicht Reis, Gewürze, Nudeln, Gemüse oder Produkte aus deiner Heimat. Heimat. Home Country. Home Feeling. Internationale Läden können sehr wichtig sein, wenn du Essen aus deiner Kultur kochen möchtest. Kultur. Food. Sprache. Familie. Gewohnheiten. Jetzt bist du an der Kasse. Kasse. Checkout. Du stellst dich in die Schlange. Schlange. Reihe von Menschen. In Deutschland ist Schlange wichtig. Man wartet. Warten. Nicht vordrängeln. Vordrängeln bedeutet nach vorne gehen, obwohl andere zuerst da waren. Das ist unhöflich. Unhöflich bedeutet not polite. Du wartest, bis du dran bist. Dran sein bedeutet your turn. Die Kassiererin scannt deine Produkte. Scannen. Mit einem Gerät lesen. Kassiererin. Frau an der Kasse. Kassierer. Mann an der Kasse. Sie sprechen manchmal sehr schnell. Hallo. Haben Sie eine Kundenkarte? Kundenkarte. Card for Points or Discounts. Möchten Sie den Bon? Bon. Kassenbon. Receipt. Bar oder Karte. Bar bedeutet mit Bargeld. Bargeld. Cash. Karte bedeutet Bankkarte. Du kannst sagen, mit Karte bitte. Oder bar bitte. Oder ja, den Bon bitte. Oder nein, danke. Diese Sätze sind wichtig. Manchmal fragt die Kassiererin, brauchen Sie eine Tüte? Tüte. Bag. Du kannst sagen, nein, danke, ich habe eine Tasche. Oder ja, bitte. Eine Tüte kostet oft Geld. Deshalb nimm besser deine eigene Tasche mit. Eigene Tasche. Your own bag. Das ist praktisch und spart Geld. Nach dem Bezahlen packst du deine Sachen ein. Einpacken. Put into bag. In Deutschland geht es an der Kasse manchmal sehr schnell. Sehr schnell. Die Produkte kommen schnell. Du musst schnell einpacken. Manchmal fühlst du Stress. Stress. Viele Menschen hinter dir. Hinter dir. Behind you. Du möchtest niemanden aufhalten. Aufhalten bedeutet Delay. Stoppen. Eine Lösung. Lege schwere Sachen zuerst. Schwere Sachen. Heavy Items. Dann leichte Sachen. Leicht. Not heavy. Packe ruhig, aber nicht zu langsam. Und wenn du sehr viel hast, kannst du nach dem Bezahlen an einem Packtisch einpacken.
Packtisch. Tisch zum Einpacken. Nicht in jedem Laden, aber oft. Ein besonderes Thema in Deutschland ist Pfand. Pfand. Deposit. Viele Flaschen und Dosen haben Pfand. Du zahlst beim Kaufen extra Geld. Später bringst du die Flasche zurück und bekommst das Geld zurück. Zurückbringen. Bring back. Pfandflasche. Bottle with deposit. Pfanddose. Can with deposit. Pfandautomat. Maschine für Flaschen. Du steckst die Flaschen hinein. Der Automat zählt. Zählen. Count. Count. Dann bekommst du einen Bon. Pfandbon. Bon für Pfand, Geld. Den Bon gibst du an der Kasse ab. Abgeben. Give. Dann wird das Geld abgezogen oder ausgezahlt. Auszahlen. Pay out. Am Anfang ist Pfand verwirrend. Welche Flasche hat Pfand, welche nicht? Einweg. Mehrweg. Einweg bedeutet einmal benutzen. Mehrweg bedeutet mehrmals benutzen. Aber du musst nicht alles sofort verstehen. Schau auf das Symbol. Symbol. Zeichen. Oder probiere den Automaten. Wenn der Automat die Flasche nicht nimmt, ist es vielleicht keine Pfandflasche. Oder der Laden nimmt sie nicht. Dann nimm sie wieder mit oder wirf sie richtig weg. Wegwerfen. Throw away. Mülltrennung ist auch wichtig. Mülltrennung. Müll. Sortieren. Papier. Plastik. Bio. Restmüll. Glas. In Deutschland trennt man oft Müll. Trennen. Separate. Gelbe Tonne. Plastik und Verpackungen. Blaue Tonne. Papier. Braune Tonne. Bio. Schwarze Tonne. Restmüll. Aber es kann je nach Stadt anders sein. Je nach bedeutet depending on. Frage deinen Vermieter, Nachbarn oder die Hausverwaltung. Wo kommt welcher Müll hin? Das ist ein guter Satz. Wo kommt welcher Müll hin? Sehr praktisch. Jetzt sprechen wir über Öffnungszeiten. Öffnungszeiten. Zeiten, in denen ein Laden offen ist. In Deutschland schließen viele Geschäfte am Sonntag. Sonntag. Sunday. Geschlossen. Nicht offen. Für viele Ausländer ist das am Anfang überraschend. Überraschend bedeutet, man erwartet es nicht. Du möchtest am Sonntag einkaufen. Du gehst zum Supermarkt. Er ist zu. Zu bedeutet geschlossen. Dann denkst du, oh nein, kein Essen. Deshalb ist Planung wichtig. Planung. Am Samstag einkaufen. Oder früher.
Manche Läden an Bahnhöfen sind sonntags offen, aber oft teurer. Teurer. More expensive. Nicht überall. Feiertage sind auch wichtig. Feiertag. Public Holiday. An Feiertagen sind viele Geschäfte geschlossen. Manche Feiertage gelten in ganz Deutschland, andere nur in bestimmten Bundesländern. Bundesland. Region in Deutschland, zum Beispiel Bayern, Hessen, Sachsen. Wenn ein Feiertag kommt, plane vorher. Vorher. Before. Kaufe. Essen. Medikamente. Wichtige Dinge. Sonst stehst du vor geschlossenen Türen. Tür. Door. Geschlossene Tür. Not open. Jetzt gehen wir zur Bäckerei. Bäckerei. Laden für Brot und Brötchen. Brot ist in Deutschland wichtig. Sehr wichtig. Es gibt viele Sorten. Sorte. Type. Brötchen. Kleine Brote. Vollkornbrot. Brot mit vollem Korn. Roggenbrot. Brot aus Roggen. Laugenbrezel. Brezel mit Salz. Croissant. Süßes Gebäck. Gebäck. Baked Goods. Du gehst hinein. Du sagst Guten Morgen. Dann, ich hätte gern 2 Brötchen. Ich hätte gern. Sehr höflich. I would like. Ein Vollkornbrot bitte. Können Sie das Brot schneiden? Schneiden. Cut. Viele Bäckereien können Brot schneiden. Geschnitten. Already cut. Noch etwas? Fragt die Verkäuferin. Verkäuferin. Woman selling. Du sagst Nein, danke. Oder Ja, noch ein Croissant bitte. In der Bäckerei ist Sprache kurz. Kurz und freundlich. Guten Morgen. Ich hätte gern. Das war alles. Das war alles. That is all. Mit Karte, bitte. Danke. Tschüss. Diese Sätze reichen. Reichen. Enough. Du musst keine langen Sätze machen. Einfach. Klar. Höflich. Jetzt gehen wir zur Drogerie. Drogerie. Ein Laden für Shampoo, Seife, Zahnpasta, Waschmittel, Kosmetik, Babyprodukte, manchmal Medikamente ohne Rezept. Rezeptfrei. Ohne Rezept. Nicht alle Medikamente, aber manche. Drogerie ist wichtig im Alltag. Du brauchst Zahnpasta. Zahnpasta. Toothpaste. Zahnbürste. Toothbrush. Duschgel. Showergel. Shampoo. Waschmittel. Detergent. Toilettenpapier. Toilet Paper. Taschentücher. Tissues. Sonnencreme. Sunscreen.
Pflaster, Band-Aid. Du suchst Produkte. Wenn du nicht weißt, wo etwas ist, frag: Entschuldigung, wo finde ich Pflaster? Oder: Haben Sie Waschmittel? Haben Sie? Do you have? Jetzt gehen wir zur Post. Post. Ort für Briefe und Pakete. In Deutschland kommen viele Dinge per Post. Brief, Letter, Paket, Parcel. Wenn du ein Paket senden möchtest, brauchst du vielleicht einen Karton. Karton. Box. Adresse. Address. Empfänger. Person, die das Paket bekommt. Absender. Person, die das Paket schickt. Du schreibst den Namen, die Straße, die Hausnummer, die Postleitzahl, die Stadt. Postleitzahl. Zip-Code. Sehr wichtig. Ohne richtige Postleitzahl kann ein Brief Probleme haben. In der Post kannst du sagen: Ich möchte dieses Paket verschicken. Verschicken. Send. Was kostet das? Mit Sendungsverfolgung, bitte. Sendungsverfolgung. Tracking. Ein langes Wort. Sendung. Package. Verfolgung. Tracking. Du bekommst eine Nummer. Sendungsnummer. Tracking Number. Hebe den Beleg auf. Beleg. Proof. Receipt. Aufheben. Keep. Nicht wegwerfen. Manchmal bekommst du eine Benachrichtigung im Briefkasten. Benachrichtigung. Nachricht, dass ein Paket da ist. Dort steht: Ihr Paket liegt in der Filiale. Filiale. Branch. Shop. Oder: Ihr Paket liegt beim Nachbarn. Nachbar. Person next door. Du musst es abholen. Abholen. Pick up. Nimm deinen Ausweis mit. Ausweis. It. Manchmal brauchst du ihn. Einsatz. Ich möchte ein Paket abholen. Sehr nützlich. Hier ist die Benachrichtigung. Benachrichtigung zeigen. Dann bekommst du das Paket. Jetzt sprechen wir über Briefe. Briefe sind ein großer Teil des deutschen Alltags. Brief. Letter. Viele wichtige Informationen kommen als Brief. Krankenkasse. Bank. Amt. Vermieter. Versicherung. Schule. Universität. Arbeitgeber. Manchmal sieht ein Brief schwer aus. Schwer. Difficult. Lange Sätze. Formelle Wörter. Formell. Official. Du bekommst Angst. Angst. Fear. Aber du kannst Briefe Schritt für Schritt lesen. Schritt 1. Wer schreibt? Wer? Krankenkasse? Bank? Amt? Schritt 2. Worum geht es?
What is it about? Geld? Termin? Dokument? Information? Schritt 3. Gibt es eine Frist? Frist. Deadline. Bis wann musst du reagieren? Reagieren. Respond. Schritt 4. Was musst du tun? Anrufen? Bezahlen? Dokument senden? Termin buchen? Nichts. Manchmal ist ein Brief nur Information. Nur Information. Nicht immer Problem. Markiere wichtige Wörter. Markieren. Highlight. Datum. Betrag. Betrag bedeutet Amount of Money. Frist. Telefonnummer. E-Mail. Kundennummer. Aktenzeichen. Aktenzeichen. Case Number. Wenn du Hilfe brauchst, frage. Sag, kannst du mir bitte sagen, was ich tun muss? Das ist besser als übersetze alles. Ihn. Alles übersetzen ist viel. Was muss ich tun? Diese Frage ist klar und hilfreich. Jetzt sprechen wir über Termine. Termine sind in Deutschland wichtig. Termin beim Amt. Termin beim Arzt. Termin bei der Bank. Termin zur Wohnungsbesichtigung. Termin in der Schule. Termin in der Arbeit. Wenn du einen Termin hast, schreibe ihn sofort auf. Sofort. Immediately. In den Kalender. Kalender. Handykalender oder Papierkalender. Datum. Uhrzeit. Ort. Adresse. Was mitbringen? Mitbringen. Bring. Wenn du etwas mitbringen musst, schreibe es dazu. Pass. Ausweis. Karte. Dokumente. Geld. Fotos. Ein Termin ohne Vorbereitung kann stressig werden. Stressig. Viel Druck. Du kommst an und merkst, Dokument fehlt. Fehlen. Missing. Dann musst du wiederkommen. Wiederkommen. Come again. Das kostet Zeit. Zeit. Deshalb Checkliste. Checkliste. Liste zum Prüfen. Was brauche ich? Wo muss ich hin? Wie komme ich hin? Wie lange dauert der Weg? Gibt es Verspätung? Muss ich früher los? Früher losgehen hilft. Es gibt Ruhe. Wenn du einen Termin nicht wahrnehmen kannst, sag ab. Absagen. Cancel. Nicht einfach nicht kommen. Nicht kommen ohne Nachricht wirkt unhöflich. Unhöflich. Not polite. Du kannst schreiben, leider kann ich den Termin nicht wahrnehmen. Können wir einen neuen Termin vereinbaren? Wahrnehmen bedeutet hier zu einem Termin gehen. Vereinbaren bedeutet zusammen festlegen. Neuer Termin. Das ist höflich. Jetzt sprechen wir über Banken und Bezahlen. Bezahlen. Pay. In Deutschland kann man oft mit Karte bezahlen. Karte. Bankkarte. Aber nicht überall.
Manchmal brauchst du Bargeld. Bargeld. Cash. Besonders in kleinen Läden, auf Märkten, in manchen Restaurants. Markt. Market. Wochenmarkt. Markt, der an bestimmten Tagen stattfindet. Dort kaufen Menschen Obst, Gemüse, Käse, Brot, Blumen. Blumen. Flowers. Auf dem Markt ist Bargeld oft hilfreich. Hilfreich. Useful. Beim Bezahlen hörst du Sätze bar oder mit Karte. Kontaktlos. Kontaktlos bedeutet Karte oder Handy an das Gerät halten, ohne PIN, wenn der Betrag klein ist. Betrag. Amount. Bitte PIN eingeben. PIN. Die Heimzahl. Eingeben. Type in. Zahlung erfolgt. Payment done. Zahlung abgelehnt. Abgelehnt. Declined. Wenn die Karte nicht funktioniert, bleib ruhig. Ruhig bleiben. Du kannst sagen, ich versuche es noch einmal. Oder kann ich bar bezahlen? Das ist praktisch. Jetzt sprechen wir über Telefonate im Alltag. Telefonieren ist schwer, besonders in einer neuen Sprache. Du siehst das Gesicht nicht. Du hörst nur Stimme. Stimme, Voice. Die Person spricht schnell. Vielleicht gibt es Hintergrundgeräusche. Hintergrundgeräusche. Noise in the background. Du verstehst nicht alles. Das ist normal. Eine Lösung. Bereite Telefonate vor. Vorbereitung. Schreibe deine Sätze auf. Schreibe deinen Namen, deine Adresse, deine Kundennummer. Kundennummer. Customer Number. Schreibe, was du fragen willst. Telefonsätze. Guten Tag, mein Name ist. Ich habe eine Frage zu. Könnten Sie bitte langsamer sprechen? Könnten Sie das bitte wiederholen? Können Sie mir das bitte per E-Mail schicken? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Diese Sätze sind wie ein Geländer. Geländer. Handrail. Etwas, woran du dich festhältst. Festhalten. Holding. Wenn du nervös bist, halten diese Sätze dich fest. Jetzt sprechen wir über Deutsch lernen im Alltag. Deutsch lernen bedeutet nicht nur Buch und Grammatik. Buch. Grammatik. Natürlich sind sie wichtig, aber Alltag gibt dir jeden Tag Unterricht. Unterricht. Lesson. Der Bus ist Unterricht. Der Supermarkt ist Unterricht. Die Kasse ist Unterricht. Der Briefkasten ist Unterricht. Der Bahnhof ist Unterricht. Die Post ist Unterricht. Überall gibt es Wörter. Überall gibt es Sätze. Du kannst lernen, wenn du aufmerksam bist. Aufmerksam. Focused, aware. Ein guter Weg. Lerne nach Orten. Ort. Place. Für die Haltestelle lernst du Haltestelle, Fahrplan, Linie, Richtung, Verspätung, Aussteigen. Für den Bahnhof lernst du Gleis, Abfahrt, Ankunft, Umstieg, Ausfall, Wagen.
Wagen, Carriage, Train Car. Für den Supermarkt lernst du Kasse, Angebot, Pfand, Bon, Tüte, Einkaufswagen. Für die Post lernst du Paket, Brief, Absender, Empfänger, Sendungsnummer, abholen. Für die Bank lernst du Konto, Karte, PIN, Überweisung, Betrag, Gebühren. Gebühren. Fees. So lernst du nicht zufällig. Zufällig. Random. Du lernst praktisch. Ein anderer Weg. Mache Mini-Sätze. Mini bedeutet klein. Nicht nur Wörter. Sätze. Ich steige hier aus. Der Zug hat Verspätung. Ich möchte mit Karte bezahlen. Ich brauche eine Tüte. Ich möchte ein Paket abholen. Können Sie mir helfen? Diese Sätze sind lebendig. Lebendig. Alive. Du kannst sie benutzen. Benutzen. Use. Ein Wort allein ist gut. Ein Satz ist stärker. Ein Satz kann handeln. Handeln bedeutet Action machen. Sprich diese Sätze laut. Laut. Mit Stimme. Nicht nur im Kopf. Dein Mund muss Deutsch lernen. Mund. Zunge. Stimme. Wenn du nur liest, versteht dein Kopf. Aber im echten Leben muss dein Mund schnell reagieren. Reagieren. Respond. Deshalb übe laut. Zu Hause. Leise oder laut. Ich möchte ein Ticket kaufen. Ich möchte ein Paket abholen. Mit Karte, bitte. Nein, danke, ich brauche keinen Bon. Bon. Recite. Wiederhole. Wiederholen. Noch einmal. Und noch einmal. So wird es natürlicher. Natürlich. Normal, not forced. Du kannst auch echte Situationen nachspielen. Nachspielen. Roleplay. Stell dir vor, du bist an der Kasse. Du sagst Hallo. Die Kassiererin sagt, brauchen Sie den Bon? Du sagst Nein, danke. Stell dir vor, du bist am Bahnhof. Du fragst, fährt dieser Zug nach Berlin? Jemand sagt, nein, Sie müssen Gleis 4 nehmen. Du sagst, danke. Solche kleinen Rollenspiele bereiten dich vor. Vorbereiten. Ready machen. Jetzt sprechen wir über Stress im Alltag. Stress kommt oft nicht von einem großen Problem. Manchmal kommt Stress von vielen kleinen Problemen. Der Bus ist zu spät. Der Supermarkt ist voll. Voll. Viele Menschen. Du findest das Produkt nicht. An der Kasse spricht jemand schnell. Zu Hause liegt ein Brief. Dein Handy-Akku ist fast leer. Akku. Battery. Es regnet. Du bist müde. Müdigkeit plus Sprache plus neue Regeln. Das ist viel. Zu viel. Zu viel bedeutet mehr, als du gerade gut tragen kannst.
tragen, carry. An solchen Tagen brauchst du Ruhetechniken. Technik, Method. Eine einfache Technik. Stoppen. Atmen. 3 Dinge sehen. 3 Dinge hören. 3 Dinge fühlen. Sehen. Hören. Fühlen. Du bist im Moment. Moment. Jetzt. Dann fragst du, was ist der nächste kleine Schritt? Nicht das ganze Leben lösen. Nur der nächste Schritt. Bus suchen. Ticket kaufen. Wasser trinken. Brief fotografieren. Jemanden fragen. Nach Hause gehen. Ein Schritt. Dann der nächste. Ein gutes Wort ist machbar. Machbar bedeutet möglich. Ich kann es schaffen. Der ganze Alltag wirkt manchmal groß. Groß und schwer. Aber ein Schritt ist machbar. Einen Satz sagen ist machbar. Ein Ticket kaufen ist machbar. Eine Frage stellen ist machbar. Einen Brief öffnen ist machbar. Einkaufen mit Liste ist machbar. Liste. List. Schreib auf, was du brauchst. Brot, Milch, Eier, Reis, Gemüse, Kaffee, Waschmittel. Dann kaufst du nur das. Eine Liste gibt Struktur. Struktur gibt Ruhe. Jetzt sprechen wir über Sicherheit unterwegs. Sicherheit. Safety. In Deutschland sind viele Orte sicher, aber du solltest trotzdem aufmerksam sein. Besonders am Bahnhof, nachts, in großen Städten, in vollen Bahnen. Voll. Crowded. Achte auf deine Tasche. Auf etwas achten. Pay attention. Geldbörse nah am Körper. Handy nicht einfach offen liegen lassen. Liegen lassen. Leave lying around. Wenn du dich unwohl fühlst, geh zu hellen Orten. Hell. Light. Geh zu Menschen. Frage Personal. Personal. Mitarbeiter. Polizei, Bahnmitarbeiter, Sicherheitsdienst. Sicherheitsdienst. Security. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du sagen: Entschuldigung, ich brauche Hilfe. Oder mir geht es nicht gut. Mir geht es nicht gut. I don't feel well. Oder können Sie bitte die Polizei rufen? Polizei. Police. Notruf. Emergency Call. In Deutschland ist 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst. Rettungsdienst. Ambulance Service. 110 für Polizei. Diese Nummern sind wichtig. Wichtig. Very important. Du musst sie nicht oft benutzen, aber du solltest sie kennen. Kennen. Know. Jetzt sprechen wir über Kleidung und Wetter im Alltag. Das Wetter beeinflusst den Weg. Beeinflussen bedeutet, etwas verändert deinen Tag. Im Winter ist es kalt. Kalt. Du brauchst warme Kleidung. Warme Schuhe. Jacke. Mütze. Schal. Handschuhe. Im Sommer ist es warm oder heiß. Heiß. Du brauchst Wasser. Im Herbst regnet es oft. Regnen. Rain.
Regenschirm oder Regenjacke? Regenjacke. Rain Jacket. Wenn du viel unterwegs bist, ist richtige Kleidung wichtig. Richtig bedeutet passend. Viele Ausländer unterschätzen den Winter. Unterschätzen bedeutet denken, dass etwas leichter ist, als es wirklich ist. Der Winter ist nicht nur kalt. Er ist dunkel. Dunkel. Wenig Licht. Du gehst morgens im Dunkeln. Du kommst abends im Dunkeln zurück. Das macht müde. Eine Lösung. Plane Licht. Licht. Geh mittags kurz raus. Auch 10 Minuten helfen. Bewegung hilft. Bewegung. Moving. Ein Spaziergang. Spaziergang. Walk. Frische Luft. Frisch. Gut für den Körper. Gut für den Kopf. Jetzt sprechen wir über kleine, soziale Regeln. Sozial bedeutet mit Menschen. Im Alltag gibt es viele kleine Regeln. Man sagt Hallo, wenn man in einen kleinen Laden kommt. Nicht immer im großen Supermarkt, aber in kleinen Läden oft. Man sagt Danke und Bitte. Man sagt Entschuldigung, wenn man jemanden berührt oder im Weg steht. Im Weg stehen bedeutet Blocking. Man hält manchmal die Tür auf. Tür aufhalten. Man wartet in der Schlange. Man lässt Menschen aussteigen, bevor man einsteigt. Aussteigen vor Einsteigen. Ein sehr guter Satz. Erst raus, dann rein. Erst die Menschen aus der Bahn rauslassen, dann selbst einsteigen. Das ist höflich und praktisch. Im Zug gibt es Ruhebereiche. Ruhebereich. Bereich, in dem man leise sein soll. Wenn du dort telefonierst, können andere Menschen genervt sein. Genervt bedeutet irritated. Schau auf Schilder. Ruhebereich. Handyverbot vielleicht. Nicht immer, aber Schilder helfen. Schild. Zeichen. Lesen von Schildern ist Alltagstraining. Eingang. Ausgang. Notausgang. Privat. Kein Zutritt. Bitte. Klingeln. Drücken. Ziehen. Drücken bedeutet Push. Ziehen bedeutet Pull. Viele Türen sagen dir, was du tun sollst. Drücken. Ziehen. Einfach, aber wichtig. Jetzt sprechen wir über Restaurants und Cafés. Vielleicht gehst du in ein Café. Café. Ort für Kaffee, Kuchen, kleine Speisen. Speise. Food Dish. Du setzt dich. Manchmal kommt Bedienung. Bedienung. Person, die serviert. Manchmal musst du vorne bestellen. Bestellen. Order. Du kannst sagen, ich hätte gern einen Kaffee. Einen Tee, bitte. Ein Stück Kuchen, bitte. Stück. Piece. Zum Mitnehmen oder hier? Das fragt man oft. Zum Mitnehmen. Takeaway. Hier. Eat. Drink here. Du sagst zum
mitnehmen, bitte. Oder hier bitte. Im Restaurant fragt man vielleicht, haben Sie reserviert? Reserviert. Einen Tisch vorher gebucht. Reservieren. Book. Du sagst, nein, haben Sie noch einen Tisch frei? Tisch frei. Available table. Beim Bezahlen sagst du, ich möchte bitte zahlen. Zahlen. Pay. Oder die Rechnung bitte. Rechnung. Bill. Trinkgeld. Trinkgeld bedeutet extra Geld für Service. In Deutschland gibt man oft etwas Trinkgeld, wenn man zufrieden ist. Zufrieden. Satisfied. Nicht immer gleich, aber oft. Du kannst den Betrag aufrunden. Aufrunden. Round up. Wenn es 18,50 kostet, sagst du vielleicht, machen Sie 20. Das bedeutet, ich zahle 20 €, der Rest ist Trinkgeld. Rest. Remaining. Jetzt sprechen wir über Alltag mit Kindern, wenn du Familie hast. Kinder. Children. Mit Kindern unterwegs sein braucht mehr Planung. Kinderwagen. Stroller. Aufzug. Elevator. Nicht jeder Bahnhof hat einen funktionierenden Aufzug. Funktionieren. Work. Manchmal ist der Aufzug kaputt. Kaputt. Broken. Dann wird es schwer. Eine Lösung. Früher losgehen. Verbindungen mit weniger Umstieg suchen. Weniger Umstieg. Fever-Transfers. Snacks mitnehmen. Snack. Small Food. Wasser mitnehmen. Wenn dein Kind krank ist oder müde, plane Pausen. Pause. Break. In Supermärkten gibt es oft kleine Einkaufswagen für Kinder oder Kindersitze. Im Wagen. Kindersitz. Seat for Child. An der Kasse kann es stressig sein. Ein Kind will Süßigkeiten. Süßigkeiten. Candy. Viele Süßigkeiten liegen genau an der Kasse. Das ist normal. Du kannst vorher sagen, heute kaufen wir keine Süßigkeiten. Oder du darfst eine Sache aussuchen. Aussuchen. Choose. Auch das ist Sprache. Alltagssprache. Familiensprache. Deutsch im Familienalltag. Jetzt sprechen wir über digitale Helfer. Helfer. Things or people that help. Apps können helfen. Bahn-App. Karten-App. Übersetzungs-App. Banking-App. Kalender-App. Einkaufslisten-App. Aber Apps lösen nicht alles. Lösen. Solv. Du brauchst trotzdem Grundwörter. Wenn die App sagt, der Zug fällt aus, musst du wissen, Ausfall. Wenn die App sagt, Umstieg erforderlich, musst du wissen, Umstieg. Wenn die App sagt, alternative Verbindung, musst du wissen, Alternative. Alternative bedeutet andere
Möglichkeit. Wörter machen Apps nützlicher. Nützlicher. More useful. Du kannst Screenshots machen. Screenshot. Bild vom Handybildschirm. Wenn du eine Verbindung gefunden hast, mache einen Screenshot. Wenn das Internet später schlecht ist, hast du die Information. Wenn du einen Termin hast, mache einen Screenshot von Adresse und Uhrzeit. Wenn du ein Ticket kaufst, speichere es. Speichern. Save. Ordnung. Im Handy ist genauso wichtig wie Ordnung bei Papieren. Ordnung. Structure. Jetzt sprechen wir über Selbstvertrauen. Selbstvertrauen bedeutet Vertrauen in dich selbst. Am Anfang kann der Alltag dein Selbstvertrauen klein machen. Du stehst vor dem Automaten und verstehst nichts. Du kaufst das falsche Ticket. Du steigst falsch aus. Du vergisst am Samstag einzukaufen. Du verstehst den Brief nicht. Du fühlst dich dumm. Dumm. Stupid. Aber du bist nicht dumm. Du lernst nur ein neues System. System. Eine Ordnung von Dingen. Ein neues System braucht Zeit. Sag nicht, ich kann das nicht. Sag, ich kann das noch nicht. Noch nicht. Ein starkes Wort. Jetzt noch nicht, aber später vielleicht. Ich verstehe Tickets noch nicht. Ich kenne die Supermärkte noch nicht. Ich kann Briefe noch nicht schnell lesen. Ich kann Telefonate noch nicht gut. Noch nicht. Noch nicht ist Hoffnung. Hoffnung. Hope. Jeder kleine Erfolg zählt. Zählen bedeutet wichtig sein. Du hast heute allein ein Ticket gekauft. Erfolg. Du hast den richtigen Bus genommen. Erfolg. Du hast im Supermarkt gefragt. Erfolg. Du hast Pfand zurückgebracht. Erfolg. Du hast einen Brief geöffnet. Erfolg. Du hast einen Termin in den Kalender geschrieben. Erfolg. Das sind kleine Alltagssiege. Sieg. Victory. Kleine Siege machen dich stärker. Stärker. Stronger. Jetzt wiederholen wir wichtige Sätze für unterwegs. Wiederholen. Noch einmal. Wo ist die nächste Haltestelle? Fährt dieser Bus zum Bahnhof? Muss ich hier aussteigen? Welches Ticket brauche ich? Ist dieses Ticket gültig? Der Zug hat Verspätung. Der Zug fällt aus. Wo ist Gleis 4? Ich möchte ein Ticket kaufen. Können Sie mir bitte helfen? Diese Sätze sind deine Werkzeuge. Werkzeug. Tool. Wichtige Sätze für den Supermarkt. Wo finde ich Reis? Wo ist die Kasse? Mit Karte bitte. Bar bitte. Nein, danke. Ich brauche keine Tüte. Ja, den Bon bitte. Ist das im Angebot? Wie viel kostet das? Kann ich das zurückgeben? Zurückgeben? Return. Ich habe eine Frage. Einfach. Nützlich. Praktisch. Wichtige Sätze für die Post. Ich möchte ein Paket verschicken. Ich möchte ein Paket abholen. Was kostet das? Mit Sendungsverfolgung. Bitte. Hier ist meine Benachrichtigung. Brauche ich meinen Ausweis? Wichtige Sätze für Termine.
Ich habe einen Termin um 10 Uhr. Ich kann den Termin leider nicht wahrnehmen. Können wir einen neuen Termin vereinbaren? Was muss ich mitbringen? Können Sie mir das bitte schriftlich schicken? Schriftlich. In writing. Diese Sätze kannst du auf Karten schreiben. Karte. Small card. Oder in dein Handy. Handy. Smartphone. Lies sie jeden Tag. Nicht alle, nur ein paar. Heute Verkehr. Morgen Supermarkt. Übermorgen Post. Dann Termine. Dann Briefe. So wächst dein Alltagsdeutsch. Alltagsdeutsch. Deutsch für das normale Leben. Nicht perfekt, aber sehr wertvoll. Wertvoll. Valuable. Jetzt stellen wir uns einen ganzen Alltag vor. Ein ruhiger, echter Tag. Du wachst auf. Es ist Mittwoch. Mittwoch. Day of the Week. Du hast einen Termin bei der Bank um 11 Uhr. Du musst vorher einkaufen. Danach willst du ein Paket abholen. 3 kleine Aufgaben. Aufgabe. Task. Du schreibst eine Liste. Liste. Erst Supermarkt. Dann Bank. Dann Post. Du schaust in die App. Die Bahn fährt um 9:42 Uhr. Du gehst um 9:25 Uhr los. Früher. Mit extra Zeit. Du nimmst deine Tasche, deinen Ausweis, deine Bankkarte, die Benachrichtigung für das Paket. Du prüfst alles. Prüfen. Check. Dann gehst du. An der Haltestelle steht Linie 3, 5 Minuten. Du wartest. Der Bus kommt. Du steigst ein. Du hast dein Ticket in der App. Du setzt dich. Setzen. Sit. Du schaust auf die Haltestellen. Du steigst richtig aus. Richtig. Correct. Du gehst zum Supermarkt. Du nimmst einen Korb. Du kaufst Brot, Eier, Reis, Gemüse, Tee. An der Kasse fragt die Kassiererin: Brauchen Sie eine Tüte? Du sagst: Nein, danke, ich habe eine Tasche. Du bezahlst mit Karte. Du packst ein. Kein Stress. Oder nur wenig Stress. Wenig. Not much. Dann gehst du zur Bank. Du bist 10 Minuten zu früh. Zu früh. Early. Das ist besser als zu spät. Du wartest kurz. Du sagst: Guten Tag, ich habe einen Termin um 11 Uhr. Die Person sagt: Nehmen Sie bitte Platz. Platz nehmen. Sit down. Du setzt dich. Du atmest. Du hast deine Fragen aufgeschrieben. Aufgeschrieben. Written down. Du fragst: Was kostet das Konto im Monat? Kann ich online überweisen? Wie bekomme ich eine neue Karte? Du verstehst nicht alles, aber genug. Genug. Enough. Danach
gehst du zur Post. Du zeigst die Benachrichtigung. Du sagst, ich möchte ein Paket abholen. Die Person fragt nach deinem Ausweis. Du gibst den Ausweis. Sie gibt dir das Paket. Du sagst Dankeschön. Du gehst nach Hause. 3 Aufgaben erledigt. Erledigt. Dann. Du bist müde, aber zufrieden. Zufrieden. Satisfied. Du denkst, heute habe ich den Alltag geschafft. Geschafft. I did it. So wächst Sicherheit. Nicht durch große Worte, durch echte Erfahrungen. Erfahrung. Experience. Du machst etwas einmal, dann noch einmal. Dann wird es leichter. Der erste Bus ist schwer. Der 10. Bus ist leichter. Der erste Brief ist schwer. Der 20. Brief ist leichter. Der erste Supermarktbesuch ist verwirrend. Nach einigen Wochen kennst du die Regale. Regale. Shelves. Du weißt, wo Reis steht, wo Milch steht, wo Brot steht. Das ist Ankommen. Ankommen. Arriving. Nicht nur im Land. Im Alltag. Ankommen. Im Alltag bedeutet, du kennst kleine Wege. Du weißt, welcher Bus nach Hause fährt. Du weißt, welcher Laden günstig ist. Du weißt, wann du einkaufen musst. Du weißt, wo die Post ist. Du weißt, wie man ein Paket abholt. Du weißt, wie man an der Kasse antwortet. Du weißt, dass Sonntag viele Läden geschlossen sind. Du weißt, dass Pfand zurückkommt. Du weißt, dass Verspätung passieren kann. Passieren. Happen. Du weißt mehr. Mehr Wissen bedeutet mehr Ruhe. Zum Schluss gehen wir noch einmal durch die wichtigsten Wörter. Alltag. Normales Leben. Unterwegs. Auf dem Weg. Haltestelle. Ort für Bus oder Bahn. Fahrplan. 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 Plan für Fahrzeiten. Linie. Bus oder Bahn mit bestimmter Strecke. Richtung. Wohin etwas fährt. Ticket. Fahrkarte. Gültig. Erlaubt, offiziell. Kontrolle. Ticket prüfen. Verspätung. Und. Zu spät. Ausfall. Kommt nicht. Gleis. Ort für Zug. Umstieg. Wechsel. Supermarkt. Laden für Lebensmittel. Kasse. Ort zum Bezahlen. Pfand. Deposit. Born. Receipt. Tüte. Bag. Angebot. Discount. Öffnungszeiten. Wann ein Laden offen ist. Sonntag. Oft geschlossen. Post. Briefe und Pakete. Abholen. Pickup. Verschicken. Send. Termin.
Feste Zeit. Frist. Deadline. Kalender. Plan für Termine. Und jetzt die wichtigsten Gefühle. Unsicherheit. Nicht sicher sein. Stress. Zu viel Druck. Ruhe. Calm. Geduld. Patience. Mut. Courage. Selbstvertrauen. Trust in yourself. Zufriedenheit. Satisfaction. Fortschritt. Progress. Diese Gefühle begleiten dich. Begleiten bedeutet mit dir gehen. Manche Tage bringen Unsicherheit. Manche Tage bringen Stress. Aber andere Tage bringen Ruhe, Mut, Erfolg, Fortschritt. Wenn du dich im deutschen Alltag verloren fühlst, erinnere dich, du brauchst nicht alles auf einmal. Alles auf einmal ist zu viel. Ein Wort. Ein Satz. Ein Weg. Eine Aufgabe. Ein Tag. Das reicht. Reichen. Enough. Du kannst langsam lernen. Langsam ist nicht schlecht. Langsam ist stabil. Stabil. Strong and steady. Sag zu dir, ich lerne den Alltag. Ich lerne die Wege. Ich lerne die Wörter. Ich lerne die Regeln. Ich darf fragen. Ich darf Fehler machen. Ich darf wiederholen. Ich darf neu anfangen. Neu anfangen. Start again. Wenn du den falschen Bus nimmst, lernst du. Wenn du ein falsches Produkt kaufst, lernst du. Wenn du ein Wort nicht verstehst, lernst du. Wenn du fragst, lernst du. Alles kann Unterricht sein. Unterricht. Lesson. Deutschland wird vertrauter, wenn du es benutzt. Benutzen. Use. Du benutzt die Bahn. Du benutzt die Sprache. Du benutzt den Supermarkt. Du benutzt die Post. Du benutzt deinen Kalender. Du benutzt deine Fragen. Mit jeder Benutzung wird der Alltag weniger fremd. Fremd. Unknown. Weniger fremd. Mehr vertraut. Mehr dein Leben. Vielleicht ist heute noch vieles schwierig. Vielleicht brauchst du noch Übersetzung. Übersetzung. Translation. Vielleicht brauchst du noch Hilfe. Hilfe. Vielleicht machst du noch viele Pausen. Pause. Das ist in Ordnung. In Ordnung. Okay. Du bist auf dem Weg. Auf dem Weg bedeutet unterwegs. Du bist unterwegs im Land. Unterwegs in der Sprache. Unterwegs in deinem neuen Alltag. Und irgendwann, vielleicht nicht heute,
Vielleicht nicht morgen, aber irgendwann merkst du, ich kann das. Ich kann einkaufen. Ich kann Bus fahren. Ich kann ein Paket abholen. Ich kann an der Kasse antworten. Ich kann einen Termin absagen. Ich kann einen Brief zumindest teilweise verstehen. Teilweise. Not completely, but partly. Ich kann fragen. Ich kann reagieren. Ich kann meinen Alltag organisieren. Organisieren bedeutet planen und ordnen. Das ist ein großer Schritt. Großer Schritt. Nicht laut. Nicht sichtbar für alle. Aber wichtig. Sehr wichtig. Denn ein neues Leben besteht aus diesen Schritten. Der Weg zur Haltestelle. Der Einkauf. Im Supermarkt. Der Brief im Briefkasten. Der Termin im Kalender. Die Tasche in deiner Hand. Der Satz in deinem Mund. Der Mut in deinem Herzen. Herz. Heart. Also geh weiter. Weitergehen. Nicht aufgeben. Aufgeben bedeutet stoppen, nicht mehr versuchen. Geh weiter, aber ruhig. Nicht hektisch. Hektisch. Too rushed. Geh mit Geduld. Geh mit offenen Augen. Offene Augen. Du siehst und lernst. Geh mit kleinen Sätzen. Geh mit deiner Einkaufsliste. Geh mit deinem Ticket. Geh mit deinem Kalender. Geh mit deinem Mut. Ein Alltag wird nicht an einem Tag vertraut. Er wird vertraut durch Wiederholung. Wiederholung. Noch einmal. Und noch einmal. Der gleiche Weg. Der gleiche Laden. Die gleiche Kasse. Die gleiche Frage. Der gleiche Satz. Und plötzlich ist es leichter. Plötzlich bedeutet auf einmal. Du merkst, ich habe weniger Angst. Ich kenne diesen Ort. Ich kenne diese Wörter. Ich kenne diesen Weg. Das ist ein Fortschritt. Und jetzt darfst du Pause machen. Du hast viele Wörter gelesen, viele Sätze, viele Situationen. Bus, Bahn, Bahnhof, Supermarkt, Kasse, Pfand, Post, Termine, Briefe, Kalender, Alltag. Vielleicht bleibt nicht alles sofort im Kopf. Das muss es nicht. Dein Gehirn arbeitet weiter. Es speichert. Speichern bedeutet behalten. Später hörst du ein Wort wieder. Haltestelle. Pfand. Bonn. Verspätung. Termin. Und du denkst, das kenne ich. Das ist vertraut. So beginnt Sicherheit. So wächst Alltag. So wird Deutschland langsam nicht nur ein neues Land, sondern ein Ort, den du verstehst.
Ein bisschen mehr jeden Tag. Ein Ort mit Wegen, die du kennst. Mit Läden, die du findest. Mit Sätzen, die du sagen kannst. Mit kleinen Aufgaben, die du schaffst. Schaffen. Können. Erledigen. Weitergehen. Ein Ticket. Eine Tasche. Ein Termin. Ein Brief. Ein Einkauf. Ein Satz. Ein Schritt. Und dann der nächste.